Auf diesen Streckenabschnitt habe ich mich besonders gefreut. Nachdem sichergestellt ist, dass Kati die Reise auf ihrer Maschine fortsetzen kann, fahren wir heute in die... Wir fahren die berühmte schwedische Wildnisstraße, den Vildmarksvägen. 360 Kilometer lang geht es für uns immer entlang großer Wasserfälle, über felsige Hochplateaus und vorbei an tosenden Stromschnellen. In diesem Video gibt es beste schwedische Natur, und zwar zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Immer muss man auf die Frauen warten. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, denn immerhin können wir die Tour trotz der Schäden an Katis Maschine wie geplant fortsetzen. Der Wetterbericht sagt uns für heute außerdem traumhaftes Wetter voraus, und das ist etwas, was an unserem Tagesziel nicht selbstverständlich ist. Wir fahren heute zusammen den Vildmarksvägen, Schwedens berühmte 360 Kilometer lange Wildnisstraße entlang der Berge an der Grenze zu Norwegen. Der Vildmarksvägen startet je nach Fahrtrichtung entweder bei Vilhelmina oder bei Strömsund. Wir fahren ihn ab Vilhelmina, also in südliche Richtung. Dazu rollen wir nicht weit von der Stuga entfernt in den schwedischen Teil Lapplands rein und folgen bis Vilhelmina der E45. Wir haben mit dem Vildmarksvägen auch den nördlichsten Punkt unserer Tour erreicht, ab morgen geht es wieder in Richtung Süden. Die Wildnisstraße startet ziemlich urban, zu Beginn hat man nicht mehr Wildnis als in jeder anderen ländlichen Region in Schweden auch. Tatsächlich muss man erstmal ein langes Stück durch kleinere Dörfer zurücklegen, ehe es entlang der Seen langsam wilder wird. Landschaftlich schön zu fahren ist es natürlich trotzdem. Während wir so in Richtung Wildnis rollen, schwelge ich immer wieder in Erinnerungen, denn bereits 2017 war ich hier mit meiner damaligen F800 GS auf Tour, damals noch absoluter Anfänger in Sachen Fernreisen mit dem Motorrad. Damals entstand hier mit einer billigen Actioncam ohne jede Art der Bildstabilisierung meine erste kleine Reisedoku. Auf dieser Tour begann auch meine Begeisterung für das Motorradfahren in Schweden, und das, obwohl die Tour alles andere als nach Plan verlief. Bis zum Polarkreis herrschte herrlichster Sommer und ich erlebte meine erste Mitternachtssonne. Kaum war ich aber im Polarkreis, wechselte das Wetter zu Regen und Sturm, in den Bergen fuhr ich bei frostigen Temperaturen entlang noch zugefrorener Seen. Ich drehte daher wieder nach Süden und zum Vildmarksvägen, da schien wenigstens die Sonne. Und ich wurde mit vielen Rentieren und Elchen entlang der Strecke belohnt. Um die Natur am Vildmarksvägen so richtig zu genießen, müsst ihr viele Pausen machen. Denn so herrlich entschleunigend es ist, hier immer weiter am Wasser entlang zu rollen, von der Straße bekommt man das meiste der Wildnis gar nicht mit. Die Drohne zeigt dabei deutlich, was einen jenseits der Straßen noch an Abenteuern erwartet.
Das ist unser Stichwort, denn entlang der Stromschnellen des Lichö-Forschens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sollte man auf jeden Fall eine Pause einlegen und ein paar Minuten die Füße hochlegen. Sofern ihr einen freien Platz findet. Ich glaube, bei so einer Landschaft ist es nicht verwunderlich, dass man entlang des Wildmarkswägens alle paar Meter ein Wohnmobil trifft, richtig allein ist man hier selten. Aber zum Glück ist hier so viel Platz, dass man trotzdem eine nette Ecke für sich findet. Trotz aller Menschen finden wir einen schönen Felsen direkt am Wasser, nur für uns. Ab hier fühlt sich der Länsweg 342, wie der Wildmarkswägen offiziell nummeriert ist, endlich auch wie Wildnis an. Immer entlang des Flusses geht es jetzt in Richtung eines ganz besonderen Wasserfalls, der genauso heißt, wie er aussieht. Der Trappstegforschen, auf Deutsch die Treppenstufenstromschnellen. Der Trappstegforschen ist weder der größte, der höchste oder der spektakulärste Wasserfall in Schweden, aber trotzdem schön und definitiv einen Halt wert. Und natürlich gibt es auch hier die obligatorische Pommesbude. Die Treppenform kommt durch die eckige Form des Gesteins zustande, auch das Flussufer ist auf diese Art zerteilt. Verpassen könnt ihr ihn nicht, da der Wildmarksweg keine 50 Meter daneben entlang führt. Mit Saxnäs lassen wir direkt hinter dem Trappstegforschen die letzte größere Siedlung hinter uns. Spätestens ab hier seid ihr in der Wildnis angekommen. Nächster Stopp ist das Stekenjokk, der Ort, wegen dem es den Wildmarkswägen heute überhaupt gibt. Aber lasst euch von den Siedlungen entlang des Wildmarkswägens nicht täuschen, die Region ist in Relation zu ihrer Größe sehr dünn besiedelt. Nur 22.000 Menschen leben hier in vielen kleinen Siedlungen verteilt, das sind weniger als eine Person pro Quadratkilometer. Gleichzeitig führt die Strecke durch die bärenreichste Region Schwedens. Wenn ihr hier aber mal einen Bären zu Gesicht bekommt, dann benachrichtigt mich gerne, ich möchte euch persönlich gratulieren. Wir fahren jetzt mit jedem Meter näher an die Baumgrenze heran, das fällt allerdings unterwegs gar nicht auf, bis die Bäume am Wegesrand plötzlich komplett verschwunden sind. Wir fahren nämlich auf das Hochplateau des Stekenjokks. Das Stekenjokk bzw. die dortige ehemalige Grube ist der Grund, warum es den Wildmarkswägen heute überhaupt gibt. Denn wo heute Wohnmobile und Motorräder auf Reise sind, fuhren früher Bergleute zur Arbeit. Die Straße wurde in den 1970ern gebaut, um die Grube mit den Dörfern der Umgebung zu verbinden, in denen die Bergleute mit ihren Familien lebten. 1989 wurde die Grube stillgelegt, seitdem steht hier oben Wohnmobil an Wohnmobil. Am Stekenjokk ist der Wildmarksweg mit 876 Metern über Null die höchste asphaltierte Straße Schwedens. Mücken kommen an weiten Teilen der Strecke deswegen nicht mehr vor, dafür pfeift hier das ganze Jahr über eine steife Brise. Im Winter liegen hier bis zu 7 Meter Schnee, die Straße wird deswegen im Winter gesperrt. Nur eine öffentliche Straße in Schweden ist noch höher, nämlich der Flatruetvägen, den wir ein paar Tage später auch noch fahren werden.
Die Freiheit ist hier oben förmlich zu greifen. Die Drohnenaufnahmen steigern dieses Gefühl der Freiheit dann nochmal. Eine Drohne ist hier oben so gut wie unerlässlich, denn nur aus der Luft kann man die Weite dieser Landschaft überhaupt erfassen. Vom Boden sah das noch ganz anders aus. Und aus der Vogelperspektive lassen sich auch gut die Rentiere beobachten, die hier oben in kleinen Gruppen umherziehen und ihre Kräuter suchen. Hinter dem Stekenjokk rollen wir nach Jämtland rein, das etwa mit einem deutschen Bundesland vergleichbar ist und mir ein Lächeln aufs Gesicht bringt. Fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen. Warum? Das erzähle ich euch morgen. Kurz darauf geht es dann auch wieder durch die Baumgrenze und in windgeschütztere Gefilde, doch bis zur nächsten Ortschaft müssen wir auch jetzt wieder eine weite Strecke fahren. Bei Gjeddede tanken wir nochmal voll und decken uns für den Abend ein, denn natürlich wollen wir an der berühmten Wildnisstraße auch in der Wildnis übernachten. Doch erst steht noch ein kleiner Abstecher ins Hinterland an, etwas abseits des Vildmarkswägens. Denn nicht weit von hier findet man mit dem Hellingsøyfallet einen der eindrucksvollsten und am schönsten gelegenen Wasserfälle Schwedens. Parallel zum Vildmarkswägen geht es über Schotter eine halbe Stunde lang in den Wald. Die eigentliche Straße zum Hellingsøyfallet führt uns dann nochmal 4 Kilometer über eine Piste mit ganz frisch aufgeschüttetem Schotter, wodurch es äußerst unangenehm wird, hier Motorrad zu fahren. Der Schotter ist mindestens murmelgroß, einige Steine erreichen fast die Größe eines Golfballs, entsprechend rutschen die Räder ähnlich hin und her, als würde man durch Sand fahren. Zwar hat man jetzt keine Schlaglöcher mehr, aber als Motorradfahrer mit einem schweren Bock, wie ich ihn fahre, ist es immer besser, wenn der Schotter bereits von Autos planiert wurde. Kati und ihre kleinere Maschine haben es da im Rückspiegel scheinbar leichter. Einige von euch werfen mir ja regelmäßig vor, ich wäre immer so gemein zu Kati. Glaubt mal, ich muss mir auch regelmäßig was von ihr anhören. Boah, ey. Du bist ganz schön langsam gefahren. Ja, mein Bock ist ja auch noch 5-mal so schwer wie deiner. Weißt du, was der auf solchen Steinen macht? Hm? Fahr den mal. Nö. Ist ganz schön langsam geworden, ist klar. Naturreservatet. Der Hellingsøyfallet ist mit 43 Metern Fallhöhe die schwedische Antwort auf die Niagara-Fälle, außerdem fällt er in einen der längsten Canyons Europas. Der Canyon ist 800 Meter lang, damit der längste in Schweden, und wird durch natürliche Erosion jedes Jahr ein bisschen länger. Durch den Wassernebel sind die Felsen das ganze Jahr über sehr feucht, weswegen hier seltene Moose und Flechten gedeihen, die anderswo vom Aussterben bedroht sind. Nachteil: Es bricht jedes Jahr etwas von der Böschungskante ab. Als wir hier waren, hatte man die meisten Wege wegen Absturzgefahr gesperrt. Entlang der fiesen Schotterpiste geht es wieder zurück in Richtung Vildmarkswägen. Und so viel schneller als ich ist Kati auf ihrer leichten Maschine auch nicht. Schau an! Da die Sonne schon tief steht, wollen wir auch bald Feierabend machen und steuern einen Ort an, den ich noch von meiner Tour 2017 kenne und von dem ich weiß, dass man dort wunderbar am See campen kann.
Wollt ihr wissen, warum ich hier auf das Schild zeige? Schnell ein Rückblick ins Jahr 2017. Das da vorne sind Ulf und Elsa. So habe ich sie damals zumindest getauft. Die beiden entspannen nach einem langen Tag gemeinsam auf dem Wildmarkswägen. Wie schön, das sei ihnen auch gegönnt. Aber die beiden können von Glück sagen, dass es damals keine Urlaubszeit war und deswegen kein Verkehr auf dem Wildmarkswägen unterwegs war. Denn würde ich einen 80 Tonnen schweren Holztransporter fahren, dann werden die beiden jetzt platt. Die bremsen nicht für Rentiere, nicht ohne Grund haben diese Laster in Schweden Kuhfänger an der Front. Durch die Kamera sieht man es nicht gut, aber die beiden machen nicht nur keine Anstalten von der Straße zu gehen, nein, Ulf baut sich sogar ein paar Mal bedrohlich von mir auf, eine klare Anforderung, doch woanders lang zu fahren und seiner Perle nicht zu nahe zu kommen. Naja, zum Glück bin ich ihnen dann doch nicht ganz geheuer und sie wandern netterweise von der Straße. Wo sonst, wenn nicht auf der Wildnisstraße? Haben wir ein Glück mit dem Wetter. Das kenne ich von Schweden im Sommer auch ganz anders. Oft merkt man hier nur, dass es Sommer wird, wenn der Regen plötzlich wärmer wird. Deswegen klopft dreimal auf Holz, dass es so bleibt. Nachdem die Behausung für die Nacht steht, widmen wir uns noch etwas der Nascherei, denn Süßigkeiten wachsen hier sprichwörtlich auf den Bäumen. Diese Nuggets hier stammen übrigens von Elchen. Diese Giganten des Nordens sind uns bisher gekonnt aus dem Weg gegangen, deswegen werden wir uns am nächsten Tag mal etwas intensiver auf die Suche nach ihnen machen. Und während die Sonne langsam untergeht, endet für uns ein schöner Tag am Wildmarkswägen. Sieht nach Regen aus, oder? Jupp, wartet mal ab, was da noch kommt. Noch schnell eine Katzenwäsche im See und dann ab dafür. Wir beeilen uns mit dem Abbau des Zelts, um es noch trocken verstauen zu können. So schnell baue ich das Zelt übrigens immer ab. Bevor es aber nach Strömsund geht, genießen wir noch kurz etwas die Ja dann, los geht's. Und kaum fahren wir los, da fängt es an zu regnen. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Denn der nächste Reiseabschnitt wird nochmal abenteuerlich, aber auf seine ganz eigene Weise. Die Hauptstraße ist gesperrt, auf verschlammten Waldwegen bahnen wir uns unseren Weg durch den strömenden Regen, also über eine Umleitung nach Östersund. Dort legen wir uns erstmal trocken, sind aber sofort wieder auf der Straße und durchforsten die Wälder auf der Suche nach dem König des Waldes.
Und wir werden bald fündig. Außerdem umrunden wir zusammen den Storsjön, einen der größten Seen Schwedens, und vielleicht begegnet uns ja auch der eine oder andere Wasserfall. Wer weiß. Dazu aber in 14 Tagen mehr. Vergesst nicht unten die üblichen Knöpfe zu drücken, danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.